Jonas und der Winter in Bayern. Jonas ist 21 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Er reist im Dezember nach Bayern, um dort ein Praktikum auf einer kleinen Skihütte zu machen. Er steigt in München aus dem Zug und fühlt gleich die kalte Winterluft. Er sieht zum ersten Mal im Leben so viel Schnee. Die Straßen sind weiß, die Berge in der Ferne leuchten. Jonas denkt: Wow, das ist ganz anders als zu Hause. Er lächelt, obwohl es kalt ist. Ein Mann namens Sepp holt Jonas am Bahnhof ab. Sepp fährt einen alten Geländewagen. »Servus, Jonas«, sagt er. »Willkommen in Bayern.« Jonas nickt und spürt gleich die Herzlichkeit des Mannes. Sie fahren durch kleine Dörfer, vorbei an Tannenbäumen mit schwerem Schnee. Der Weg wird immer schmaler, immer höher. Nach einer halben Stunde sehen sie die Skihütte auf einem Hügel. Jonas ist gespannt. Die Hütte heißt Alpenblick. Sie ist aus Holz, hat rote Fensterläden und einen Schornstein, aus dem Rauch aufsteigt. Jonas denkt: Wie in einem Märchen. Er trägt seinen Koffer hinein. Innen ist es warm. Jonas bekommt ein kleines Zimmer unter dem Dach. Dort steht ein Holzbett, ein Tisch, ein Schrank. Das Fenster zeigt direkt auf die Berge. Er fühlt sich sofort wohl. Unten im Gastraum trifft er Herrn Winkler, den Besitzer der Hütte. »Grüß dich, Jonas. Du machst hier dein Praktikum? Freut mich.« Jonas antwortet schüchtern: »Ja, ich möchte lernen, wie man eine Skihütte führt.« Am nächsten Morgen steht Jonas früh auf. Herr Winkler zeigt ihm die Küche, den Lagerraum und die Rezeption. Jonas soll helfen, Zimmer aufzuräumen, den Gästen Frühstück zu bringen und manchmal auch beim Kochen zu assistieren. Draußen hat es über Nacht weiter geschneit. Die Gäste wollen Skifahren, aber der Weg ist versperrt. Jonas bekommt eine Schaufel und schaufelt stundenlang Schnee. Er friert ein bisschen, ist aber auch stolz auf seine Arbeit. Mittags kommen die ersten Skifahrer in die Hütte. Sie bestellen Kakao, Suppe und wollen sich aufwärmen. Jonas hilft in der Küche, füllt Tassen, bringt frische Semmeln und lernt bayerische Wörter wie Griasti oder Sie Pfiadi. In der Pause lernt Jonas Anna und Robert kennen, 2 Mitarbeiter, die ebenfalls in der Hütte arbeiten. Anna ist Kellnerin, Robert kümmert sich um Wartung und Technik. Sie sind in seinem Alter. Jonas freut sich über neue Bekannte. Abends setzen sich alle vor den Kamin im Gastraum. Der Feuer knistert, es duftet nach Holz. Jonas erzählt von Hamburg, Anna erzählt von ihrem Studium. Robert spricht über seine Leidenschaft für Snowboarden. Jonas fühlt sich aufgehoben. Am Sonntag hat Jonas frei. Er möchte selbst Skifahren lernen. Anna leiht ihm ihre alten Skier und sagt: »Komm, ich zeige dir den Anfängerhang.« Jonas ist ein bisschen aufgeregt. Auf dem Anfängerhang rutscht Jonas erst unsicher. Dann fällt er hin, steckt fast im Schnee. Anna lacht freundlich. »Nur Mut, das ist normal.« Jonas rappelt sich auf und versucht es erneut. Nach einer Stunde kann Jonas schon ein bisschen bremsen. Die Kurven sind noch wackelig, aber er genießt das Gleiten im Schnee. »Das macht Spaß«, ruft er. Anna freut sich, ihn zu unterstützen. Später kehren sie in ein Café neben der Piste ein. Jonas bestellt eine heiße Schokolade mit Sahne. Er spürt seine Muskeln. Alles ist etwas anstrengend. Aber er ist glücklich über den Lernerfolg. Am Abend erzählt Jonas im Team, wie sein Skitag war. Sepp grinst. »Pass nur auf, dass du dich nicht verletzt.« Herr Winkler nickt zustimmend. »Wir brauchen dich fit in der Hütte.« Die nächsten Tage sind voll Arbeit. Zimmer putzen, Tische decken, Frühstück vorbereiten. Jonas merkt, wie anstrengend so ein Hüttenbetrieb ist. Dafür genießt er den Bergblick jeden Morgen. Eines Tages bekommt Jonas einen Brief aus Hamburg. Seine Familie schreibt, dass sie ihn vermissen. Er freut sich, aber spürt auch ein bisschen Heimweh.
Trotzdem will er sein Praktikum durchziehen. Am Samstagabend ist im Dorf unten ein kleines Fest. Alle Mitarbeiter gehen hin. Es gibt Blasmusik, bayerisches Essen und Glühwein. Jonas probiert Käsespätzle zum ersten Mal und findet sie lecker. Auf dem Fest trifft Jonas ein paar Einheimische. Sie sprechen im Dialekt, den er kaum versteht. Sie lachen und erklären ihm geduldig die Wörter. Jonas ist fasziniert von der Kultur. Auf dem Rückweg zur Hütte schneit es wieder. Es ist schon dunkel, aber die Schneedecke leuchtet. Anna und Jonas machen eine kurze Schneeballschlacht. Robert macht Fotos mit dem Handy. Sie haben Spaß. Nach 3 Wochen fühlt Jonas sich müde. Er hat Rückenschmerzen vom vielen Schuften. Er überlegt kurz, ob er abbrechen soll. Doch Anna und Robert motivieren ihn. Komm, wir halten zusammen. Herr Winkler merkt, dass Jonas fleißig ist. Er lobt ihn. Du machst das gut. Die Gäste sind zufrieden. Jonas strahlt vor Stolz. Er fühlt sich hier fast wie zu Hause. Eines Nachts tobt ein Schneesturm. Morgens sind viele Wege versperrt. Kaum einer kommt zur Hütte. Jonas hilft, den Hof freizuschaufeln, das Dach vom Schnee zu befreien. Es ist harte Arbeit. Unerwartet tauchen Jonas Eltern auf. Sie wollten ihn überraschen und machen einen Kurzurlaub in der Region. Jonas freut sich riesig. Er zeigt ihnen stolz die Hütte und stellt sie Herrn Winkler vor. Jonas' Vater kann gut Ski fahren. Sie machen zusammen eine Abfahrt. Jonas ein bisschen langsamer, aber er übt fleißig. Die Mutter schaut zu und trinkt in der Hütte einen Kaffee. Abends sitzen alle im Gastraum. Es gibt einen bayerischen Abend mit Musik und Tanz. Jonas' Eltern sind begeistert von der Stimmung. Sie sehen, dass Jonas hier glücklich ist. Jonas denkt nach. Vielleicht könnte ich länger bleiben oder nach dem Praktikum wiederkommen. Er redet mit Herrn Winkler. Dieser sagt, wir suchen im Sommer Leute, wenn die Wanderer kommen. Hast du Lust? Zwischendurch schreibt Jonas Postkarten an seine Schulfreunde in Hamburg. Er berichtet von Schnee, Skihütte, bayerischem Dialekt. Alle sind erstaunt, wie sehr sich Jonas dort wohlfühlt. Robert arbeitet an neuen Geländern, damit die Gäste sicher zum Skikeller gehen können. Jonas hilft ihm mit Werkzeug, lernt ein bisschen Handwerk. Das findet er spannend, auch wenn er ungeübt ist. An einem besonders klaren Wintertag scheint die Sonne so warm, dass man draußen sitzen kann. Die Berge glitzern. Jonas sagt, ich habe noch nie so eine perfekte Winterkulisse gesehen. Er fühlt sich glücklich. Langsam nähert sich das Ende von Jonas' Praktikum. Er hat nur noch eine Woche. Er wird ein bisschen traurig, denn er hat viele Leute ins Herz geschlossen. Jonas kauft kleine Geschenke. Bayerische Lebkuchenherzen für Anna, ein Flaschenöffner mit Bergmotiv für Robert und für Herrn Winkler eine Tasse »Der beste Chef«. Sie freuen sich sehr. Das Team organisiert eine kleine Abschiedsfeier für Jonas. Es gibt eine einfache Brotzeit mit Wurst, Käse und ein bisschen Bier. Alle erzählen lustige Anekdoten der letzten Wochen. Jonas lacht viel. An seinem letzten Tag ist noch mal viel zu tun. Eine Gruppe von 20 Skifahrern kommt auf einmal. Jonas rennt zwischen Küche und Gastraum hin und her. Er meistert es souverän. Am nächsten Morgen steht Jonas mit seinem Koffer vor der Hütte. Er umarmt Anna und Robert, schüttelt Herrn Winkler die Hand. Sepp fährt ihn wieder zum Bahnhof. Jonas hat ein paar Tränen in den Augen. Im Zug nach Hamburg denkt er an die kalten Winterabende, das schöne Bergpanorama, die Arbeit in der Hütte. Er fühlt sich reich an Erfahrungen. Er weiß, er will irgendwann zurückkehren. In Hamburg empfängt ihn seine Familie. Sie sehen, wie er gewachsen ist. Selbstbewusster, ein bisschen sportlicher. Jonas erzählt begeistert von seinen Erlebnissen. Seine Mutter staunt, wie sehr er Bayern mag. Jonas beschließt, nach dem Studium vielleicht in den Süden zu ziehen. Er möchte mehr vom Landleben kennenlernen.
Er denkt oft an die Skihütte, an Anna und Robert. Und er weiß, dieser Winter hat sein Leben verändert.